Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Cognition, ein Erica Reed Thriller. Wir stehen jetzt vor dem Antiquitätenladen, wir kommen gerade vom Tatort und sollen jetzt mit einer Dame über dieses ominöse Objekt reden und so ein bisschen über unsere Visionen, die hier die Erica hat. Ich bin gespannt. Rose's shop. The things John gets me into. Na komm, rein da. It's still open? Does Rose ever sleep? Auch so eine Nachteule wie ich. Hello, my dear. I could feel the spirits were active tonight. I knew someone would appear. Yeah, that'd be me. So, does the shop have the identity problem, or is it you? Very observant. What's a pretty girl like yourself doing out at the witching hour? Special Agent Reed. I'm here to ask you some questions about an antique. My favorite subject, Agent. And you can call me Rose, my dear. Rose, schöner Name. Das Geschäft? So, you sell antiques? You do not just sell antiques, my dear. I like to see it as a way to preserve these beauties through the generations. But yes, this is an antique shop, among other things. Like what? Reading a crystal ball? If a customer wants to talk to their dear departed mother or father, I am happy to help. Right. Do you read the tarot too? I make an honest living, Agent. Nothing wrong with that. Other than extorting people's hard-earned money, no. I give people what they want. I know when people need healing and how to help them heal. Right, my dear? So kann man das natürlich auch auslegen. I wanted to ask you about this. Ah, that is strange. What is? This is only a piece of the toy. Ah, yes, it is a le pendu, or at least very similar to one. Precious things. Ah, beautiful. A what? Le pendu. It was a line of toys that had their roots in the French Revolution. It is said that those in high society used them at secret parties. Mysterious, do you not think? And some say they used these toys to scare their children into understanding what justice could do to them if they did not follow the rules. Horrible, is it not? So why would a toy like that appear in a crime scene last night? That is your job, my dear. Wahrscheinlich. Das ist ja interessant. Das Ding. Gibt es denn vielleicht auch so eine Geheimgesellschaft dann? Could this have come from this shop? I have not sold one in a while, but they are not as uncommon as you may think. Do you know of any other shops that may sell them? Toy shops, other antique stores. I bet they show up in those online auctions too. As I said, they are not all that uncommon. I am sorry, my dear. Und mit dem Lependu? What else can you tell me about it? The artifact is indeed old, but it has been modified. The wood is very old, and so is the varnish, but the cuts are new. Is this the only piece you found? Yes. So there are more? Well, yes. And I would say these cuts were made to fit into some other piece. Do you carry these? There is one right there. Thanks for the help. Anytime, my dear. Now, tell me the real reason why you are here. Lüge, Wahrheit, man kann die auch noch entscheiden. Ich sag immer die Wahrheit. Something's been happening to me. A friend suggested I talk to you about it. Go on. I am listening. I keep having... Visions? I'm sorry, I'm not exactly comfortable. Listen, my dear, you can tell Rose whatever is happening to you. These old bones have seen it all and heard it all. Erklären, erklären. How do you know? Did John McCoy call you? Jean McCoy. Where do I know that name from? Ah, yes. Jean. Another FBI agent. More easygoing. He came here a few years back. Poor soul, he was utterly lost. He loved my coffee, and we used to sit at that table over there, talking for hours. I would guess you are the girl he told me about.
wish he'd let me deal with this on my own. Sometimes we do need a push, my dear. And here you are, taking the right steps. When did they start? The visions. I will tell you what. Go and sleep on it. Visit your brother tomorrow. Wait, how do you know? Sleep on it. And if you are ready tomorrow, come back here and I will show you a few things. All right? We'll see. Ob das jetzt Tatsache auch so einen Einfluss genommen hat? I could stay up driving all night. I could use the time to think, but I'd better get some sleep tonight. I have a feeling tomorrow is going to be a long day. Oh ja, das denke ich auch. Oh, das klingt so nach so einem richtig beschissenen Montag. Ready to go. I should see what Davies wanted. Achso, Davies, ich muss. Aber ich wollte doch zum Antikshop. Wir können sogar die Kugel benutzen. Warte. Aber ich muss doch mal unbedingt zu dieser Crime Scene. Da ist doch jetzt kein Mensch mehr. The crime scene of the case I'm currently investigating. Oh. I should first head into the office, see what Davies wanted. Ja gut, dann gehen wir eben nach Downtown. FBI ins Hauptquartier oder in die Morgue? Morgue! Morgue! Wisst ihr es noch? Morgue! Wir gehen erstmal ins Büro. Das ist ja richtig spannend gemacht hier mit der Karte. Du kannst dich ja auch noch austoben und ausleben. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, ihr Lieben, ne? Eigentlich Point-and-Click. Ruhmestafel. So many heroes. Wall of Honor, also die Wand, also eine Ehrenwand. Marco Verhoeven. Heiko Popp. Bester Name. Schumate Sorgente. Das klingt. Schumate Sorgente. Das klingt wie so eine Musik. In D Sorgente. Und Firot? Okay. Und auch hier können wir unsere Visionen einsetzen. Sehr interessant. Okay, raus hier. Die Vitrine. We keep awards in there. A few of the top shot ones are mine. Narr. Gwen. Oh, Gwen kann man was geben, aber ich schaue sie mir erstmal an. Guinevere Graham. Gwen for short. I don't know what we'd do without her. Department admin, office manager, and she's handling evidence these days too. Also Wartenkammer, die ist dann wahrscheinlich hier hinter. Direkt im Eingangsbereich. Ich weiß ja nicht, ob das so clever ist. Hi, Gwen. How are you? Erica! Working hard. You know, lots of things to file. But hey, can't complain. Still have my job. Yeah. So, what's up? Beweise. So, how's it been handling the evidence room? Crazy, isn't it? Davey said it's only until we get out of this mess. Cutbacks and all. Wish this came with the raise, but what can you do? Anyways, if you have any requests, I can get it for you. I'll keep that in mind. Das ist gut. Oh, wir können... Ist das gleiche dann? So, how's... Managen? Crazy, isn't it? Ja. Oh. I'll keep that in mind. Merkwürdige Verdrehungen gewisser Personen. Thank you, Gwen. Anytime. Kann ich jetzt nicht eigentlich das Antiquität-Ding da geben? Those two don't work together. Die Pendum. Anscheinend nicht. That's our printer. Old, but still works. Oh, dann reicht's ja. Ah, ich weiß. Oh, wie haben die hier denn ihre Schreibtische? Oh, ich hasse ja sowas. Du bist im ganz offenen Raum und... Oh, ekelhaft. Abbots, Vargots Schreibtisch. Sully. Hey, Sully, ich glaube, du bist bei mir auch in der Handyliste. The old vending machine. Good thing I like to jog, or this thing would be the death of me. Kein Donut. Das FBI, ey, das sind noch nicht mal wenigstens ein kleines Büro. Das muss ja nicht groß sein. Aber so, dass man seine eigene kleine Privatsphäre hat am Arbeitsplatz, ist doch voll... Du bist ja hier direkt in der Einflugschneise von allen möglichen Leuten. Oh, das ist ja nervig. My little corner of the room.
It speaks to how well I play with others. Ja, ganz abseits und alleine. Warte, ich gehe noch nicht an meinen. Ich gucke mich erstmal weiter um. Sully? Jared Sullivan, or as we like to call him, Sully. Yeah, there's some history there. Aha, Erika. I'd rather not unless there's a reason. The less we talk right now, the better. Sie war also mit Sully. Ist das der Kerl? Warte mal, das muss ich doch jetzt gerade testen, wo ich gesagt habe. I don't have anything to tell him right now. Ah, okay. Wer war denn das? Mit Samuel McAdams? No, thank you. Genau, Samuel McAdams. Den mag sie nicht so besonders. Das merkt man schon raus. Wie komme ich? Hilfe! Ende. Davies Büro? Natürlich, die hat ein Büro. That's Agent Stephen Abbott's desk. Steve's on vacation right now. Ich dachte, ihr seid alle unterbesetzt und dann habt ihr noch Urlaub. Special Agent Marjorie Vargo sits there. Marjorie's out having baby Kevin. Den Sohn erstmal Fett Kevin genannt. I like. A map of the metropolitan area of Boston. I guess it was useful at one time. Like 10 years ago. Hey, John hat sie wieder ganz kuschelig mit so einem Stück Teppich. Immerhin. My partner in crime. John has always taken a protective role with me, especially when I get my crazy ideas. Ich glaube, ihr seid ein sehr gutes Team. Hey, ein Feuerzeug. The guy doesn't go anywhere without that thing. A present from his dad or something like that. Oh, sowas ähnliches habe ich auch. Ich habe auch so ein exquisites Zippo. John noch? John kann ich auch irgendwas geben, ne? My cigar-loving, donut-devouring FBI partner. Things cannot get more cliché than that. Oh, ich mag John. Good morning, John. What's so good about it? Griesgrämig Fall Rose. Wir können ja mal über Rose sprechen. So I went to see that woman, Rose. And? I don't know. You know I hate that spooky shit. But she seemed to know something. You gotta deal with these flashes of yours now, before they seriously screw up your ability to do your job. I guess. Warum denn heute so griesgrämig, lieber John? You were an iridescent ray of sunshine today. Oh, coffee. Did you have your coffee yet? Shit, no coffee will fix this. What's up? All this paperwork that fell on my desk today, like a goddamn ticker tape parade. I'd offer my help, but... But? Don't really want to. Sorry. Ich hab Bring me keinen some Bock. donuts if you want to help. Will a bag of chips from the vending machine do? Get out of here. Oh, John. Had any new thoughts on the hanging last night? You see my desk? A man cannot think straight with all this. You know, there's something that doesn't fit. Erica, every case you've worked on, you've hoped it had something to do with Scott's killer. It's that gleam in your eyes. And it's right there, right now. It isn't that. Davies had a bad feeling about it, and I agree. Well, you know what to do. Put your clues together. Go back to the crime scene. Pay a visit to Dr. Gallagher. See what surfaces. Meanwhile, you'll be here guarding the donuts. There's a bright side to everything, Mama said. But there's no donuts today. So I can't even have that small comfort. Nochmal Fall. How's the case going? It's going. Well, you know what to do. Put your Ja, clues together. okay. Well, I guess I should get back to the case now. How are you feeling, kiddo? So wird's I'll wahrscheinlich. survive. Oh. I'm gonna stop by Scott's grave today. Red, my mama always said, if it's meant to be. It'll happen. You know what pisses me off? Not that I haven't caught the killer, or that Davies closed the case, but the fact that there may be another pair of innocent suckers out there whose lives could be about to change forever because of this bastard. He's been quiet for 3 years. Maybe the guy died, who knows, had a heart attack. The guy was on fire last time anyone saw him, you know? Look, in any case, stop the whining and go do some work. You are better than that. Yeah, I'll catch you later. Na gut. So wird es wahrscheinlich auch kommen. Wir werden jetzt irgendwie Davis besuchen und dann nochmal zum Tatort. Dann müssen wir noch Scotts Grab besuchen. Oh, oh, oh.
Notausgang. That's the fire exit. Fortunately, I don't need to go that way. Ich wollte jetzt noch mal meinen... Ah, Fahndungsliste ist hier auch noch. It's the FBI's most wanted list. FBI Most Wanted. Flores, Derek Papiak, Chris DeShane, Marcel Kuipers, Raymond Monster, also Monster, Anthony, Uriel Carbenzola, Wanted, Drew, 10 Famous Gang, Tony, Jeremy, Crimes Against Humanity, ja, gegen die Menschlichkeit ist meist Mord. Ich wollte mir jetzt auch meinen Schreibtisch anschauen. My little corner. Beziehungsweise benutzen. Angeschaut hatten wir ihn schon. Ah, jetzt kann man ja auch nochmal richtig Let's see what's new today. Hey, Erica. Sully? Davies told me that she had to leave as soon as she got here, to let you know. Thank you. She said she needed to talk to you about that antique you found yesterday. How did she know? Terrence. Yeah, she was mostly talking to herself. You know how she does that. She had a similar piece or something? Really? Interesting. Need to see this thing. I'm sure. Are you avoiding me? Sully, I have 10,000 things in my head right now. Can we talk later? Sure. You want to grab lunch later? Das auch noch. Vielleicht. Nein, stör mich nicht. Du, mein Tag ist voll. Was soll ich noch alles machen? Not today, Sully. I really am busy. Maybe some other day? Yeah, you got a hell of a case. By the way, you left your jacket at my place the other night. I can bring it by, or maybe you could... Yeah, bring it by. Sure, no problem. Ich habe gesagt, vielleicht. Und sie sagt so, ja, nee, heute nicht. Ich wollte nett sein. Komm, der Sunny wirkt doch nett. Erika, gib den Ruck. Oh, das Foto von That's Scotty. ihrem Bruder. It's my best picture of him. Echt schönes Bild. We use that phone only for interagency communications. And that's about the only time I use it. I don't have any business with other government agencies right now. Ist das noch ein Eier-Sandwich? Tatsache. Ugh, that looks so unappetizing. Eier-Sandwich, oh, das ist von gestern. Ugh, no thanks. Eigentlich hat doch John das gegessen. I can connect to the FBI database through my computer. Oh, spannend. Komm, ich wieder ran. E-Mail, Beweise, Falldatenbank, Personensuche. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das Tatsache so beeinflussen können. Das scheint mir hier echt ein gewisser Entscheidungsfreiraum zu haben, ne? Also zu geben. Ich muss mal kurz... Alles klar. Sauber. E-Mail. Checken wir erstmal die E-Mail. Terrence mentioned to me that you have found a piece of an antique last night at the crime scene. I was sent one anonymously last week. I gave it to Terrence. It's not the first weird thing that I've gotten lately either, but I wrote them off up until last night. I'll show it all to you when I get back later today. For now, I have to go take a look at something important. Davies. What does she have in her office? I have to get into Davies' office somehow. Warte doch, bis sie einfach wieder da ist. Die Davis hat also auch so ein komisches Stück zugeschickt bekommen. Das ist ja total interessant. I don't have anything to tell her right now. Oh, wir können die alle durchgehen. I don't have anyone to write to right now. Man kann schreiben. I don't have anything to tell him right now. I don't have anything to tell him right now. Scott. Brian ist wahrscheinlich ihr Vater, ne? War Brian der Vater und Scott ist halt ihr Bruder. Oh, Scott kann man gar nicht anklicken. I don't have anything to tell him right now. Okay, schauen wir jetzt nochmal die E-Mail. Davis Madison, Antiquität, Mittagessen. Terrence erwähnte... ach so, hier ist es jetzt nochmal auf Deutsch. Ja, aber es stand da eh schon gerade. Das war's, oder? Was ist das? Betreff an... Falldatenbank. Database. I can access closed and current cases here. Das ist nicht der Name. Fall-Kane-Killer. Das vor allem der Name. Nicht dein Ernst hier.
Jetzt können wir uns noch mal ein bisschen durchgucken, was dieser Kane-Killer eigentlich, naja, so alles gemacht hat. Der hatte eine aktive Zeit von 2 Jahren auf freiem Fuß. Bekannte Opfer 5. Vermutet, weiß man nicht. Unbekannt, alias der Kane-Killer, weiß. Stand ja auch letztens noch da, ne? Caucasian. Besondere Merkmale, sehr wahrscheinlich starke Brandnarben durch Reed. Bemerkung, es existiert kein Augenzeugenbericht über den Mörder. Nur einmal konnte ein potenzielles Opfer entkommen. Der Mörder konnte jedoch nicht deutlich erkannt werden. Das potenzielle Opfer konnte den Mörder als männlich und von durchschnittlicher Größe und Statur beschreiben. Während dieses Vorfalls kam der Mörder in direkten Kontakt mit Feuer. Brandnarben sind somit sehr wahrscheinlich, aber unbestätigt. Profilzusammenfassung: Als Kane-Killer wird ein Straftäter bezeichnet, der für die im Sommer 2006 beginnende Mordserie verantwortlich ist, die sich durch eine besondere Vorgehensweise des Mörders auszeichnet. Der Name Kane-Killer stammt ursprünglich aus einem Artikel der Boston Herald, der nach der zweiten Welle von Morden im September 2007 veröffentlicht wurde. Mit einer Ausnahme, nämlich Scott Reed, fanden alle 3 Mordwellen im frühen September statt, was nahelegt, dass sie mit dem Jahrestag eines signifikanten Ereignisses im Leben des Täters in Zusammenhang stehen konnten. Die genaue Bedeutsamkeit ist unklar. Das heißt, er ist also eigentlich so ein Quartalkiller. Das ist ja auch merkwürdig. Ziel des Mörders sind Geschwisterpaare. Es scheint keine offensichtliche Methode zu geben, nach der sie ausgewählt werden. Es handelt sich jedoch immer um Bruder-Schwester-Paare, wobei zunächst immer das männliche Opfer gefangen genommen wird. Der Mörder fixiert dieses Opfer in einer vermutlich selbstgebauten Mordapparatur. Jedes dieser Geräte war einzigartig, wies in der Konzeption jedoch so große Ähnlichkeiten auf, dass das Auffinden dieser Apparaturen als primären Verbindungsfaktor gilt. In jedem einzelnen Fall scheint das weibliche Opfer die Möglichkeit zu erhalten, mit der Apparatur zu interagieren und dadurch das männliche Opfer zu retten. Ob ein dahingehender Erfolg wirklich gewürdigt werden würde, ist unklar, erscheint aber als höchst unwahrscheinlich. Die anspruchsvolle technische Beschaffenheit der Geräte deutete auf eine hohe Intelligenz des Täters hin, sowie auf einen möglichen Beruf mit ähnlichen Fähigkeitsanforderungen, zum Beispiel Mechaniker, Elektriker, Ingenieur. Das komplette psychologische Profil deutet darauf hin, dass das Überlegenheitsempfinden des Killers eine Rolle spielt. Dass er andere mit seiner Konstruktion einer Prüfung unterzieht, untermauert diese Theorie. Die Auswahl der männlichen Geschwisterteile als primäres Opfer lässt darauf schließen, dass der Täter selbst ein gestörtes Verhältnis mit einer Schwester gehabt haben könnte und er durch die Morde nach einer Auflösung desselbigen anstrebt oder ihm strebt. Oh, I don't need to request any evidence right now. Mann, was kann man denn hier alles machen? I don't have any evidence to look at right now. Fotos, Aufnahmen, Videos, Dokumente. Alter, das wird hier noch ziemlich umfangreich. Exactly what it says. A people search. Okay, wir können nicht gucken, dann melden wir uns ab. Boah, heula, die Waldfee. Gibt ja ordentlich, was man hier machen kann. Schublade. Guck mal, ich was übersehen. My drawer. It's a mess of a place. Ja, ist wie meine Wohnung. Das passt schon. Was? Chaos, hast du doch gesagt. Some loose change. Komm, wir holen mal John noch schnell seine Chips und dann machen wir uns mal aus der Folge hier. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir hier die Chips holen können. Warte. Münzen. Yep. Yeah, I'll pass right now. Was? Aber John wollte seine Sunshine-Chips haben. Snackautomat. Oh. I need some money for it. Hab ich doch. Okay, ihr Lieben. Wir schauen uns dann nächste Folge weiter um. Vielleicht kommen wir ja auch schon in Davys Büro. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Tatort. Und das wird noch interessant hier mit dem Sully. Und wir müssen auch noch Scott besuchen. Und oh Gott, so viel zu tun. Ihr Lieben, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.